Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zum zweiten Video auf meinem Kanal und das heute wird ein Let's Crate. Was ist ein Let's Crate? Nichts Dolles, ich will nicht hier ein Let's Play oder ein Let's Watch oder ein Let's Talk machen. Einfach kurz hinsetzen und was quatschen. Jeder macht es, deswegen dachte ich, ich hänge mich mit ran. 2017, 2018, so ein bisschen Best and Worst. So, ja, was gab es denn alles für mich? Gab eigentlich sehr viele schöne Sachen, muss ich sagen. Ich war zum Beispiel, das war so ein bisschen mein Highlight, ich war auf der Cons in Viersen-Süchteln, Cybertrons Open New Spaceport, Deutsche Transformers Convention, sogar mit ein bisschen Hasbro-Support. Sehr cool, checkt mal deren Seite aus, ich verlinke das unten in meiner Beschreibung. Ansonsten groß an Events gab es eigentlich nicht. Nachdem wir ein bisschen Ärger in Berlin hatten mit der German Comic Con im Jahr 2016, haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr eigentlich nichts mitnehmen. Das haben wir auch gemacht. Wir wären fast eingebrochen, haben wir aber nicht gemacht. So, ja, figurenweise, es gab jede Menge tolle Sachen. Ich komme auch noch auf was anderes, aber erstmal das weg. Die letzte Figur des Jahres war Fans Hobby Power Baser, deren Version eines Masterpiece Power Master Optimus Prime oder wie er im Ursprungsland der Geschichte hieß, Super Ginrai. Super klasse Figur. Ich hatte anfangs ein paar Probleme mit der Transformation. Ich hatte ein paar Stressmarks. Ich glaube eine, die ist auch nicht schlimmer geworden, aber es hat trotzdem gereicht. Ich hatte mich so darauf gefreut, dann hatte ich erstmal ziemlich viel Frust, aber es hat sich mittlerweile relativiert. Ganz zurückgespult zum Anfang des Jahres, wir hatten Masterpiece Megatron. Endlich eine absolut originalgetreue Variante von Masterpiece Megatron. Also eines Masterpiece Megatrons, Entschuldigung, aus den Cartoons. Viele Leute waren ja so ein bisschen am Meckern, dass der Rücken nicht aufgeräumt ist, aber ich habe da immer so das Ding, wie ist das mit dem Ingenieursanspruch? Was kann man mit der Figur machen? Was für Freiheiten hat man innerhalb der Dimension? Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen war ich da sehr begeistert, was sie gemacht haben. Ich finde, für die kompletten Dimensionen der Figur, womit die drinnen zu arbeiten haben, haben die das Ganze super gemacht. Definitiv eine Lücke geschlossen in meiner Sammlung. Zusammen mit einem KO, und zwar dem Kuban Bao Starburst, dem Knock-Off Starscream. Ich war total begeistert, wie das Ding funktioniert. Also absolut nicht diese Jahrmarkt-Qualität oder auch teilweise Supermarkt, so Thomas Philips, wie man das Ganze kennt, wo sich die Leute einfach irgendwelche Formen genommen haben und das da nachempfunden haben. Die Figur absolut nicht Plastikqualität, hundertprozentig, die Farbapplikationen waren top, die Transformation lief hundertprozentig. Es war teilweise Diecast im Rahmen mit verbaut, macht das Ganze sehr stabil, super klasse. Ein weiteres KO, was ich bekommen habe, war zu meinem Geburtstag letzten Jahres. Von meiner Freundin. Das war der Knock-Off Kyoto Revoltech Amazing Yamaguchi Venom von Marvel Comics natürlich. Sehr begeistert im Endeffekt, muss man auch überlegen, was dabei rausgekommen ist. Meine Freundin hatte mir den gekauft und hat sich herausgestellt, dass das ein KO ist. Ich erzähle da noch ein bisschen mehr zu im Review, kommt auf jeden Fall. Ja, eine weitere Lücke, die in meiner Sammlung geschlossen wurde, war hinter mir die Evangelions, Neon Genesis Evangelion, vor allem Rebuild of Evangelion, wurde geschlossen mit dem Soul of Shogokin Tamashii Spec Eva 00. Habe ich überhaupt nichts daran zu meckern, also das ist ein absolutes Top, ich war so happy mit dem. Ebenfalls ein absolutes Top waren Generation Toy Opex, habt ihr schon mein Review gesehen, das verlinke ich euch nochmal unten, aber trotzdem, auch mein Foto-Review. Generation Toy Tyrant, der Stealth Bomber IDW Comics Megatron, wo auch ein Review zu kommen wird. Auch großartige Figur, tolle Transformation, hat absolut Spaß gemacht. Dann so im Mittelfeld, aber es musste trotzdem sein, waren für mich X-Transports Cyclonus und X-Transports Scourge, deren Eligos und Andras. Tolle Transformation, ein bisschen kompliziert teilweise. X-Transports arbeitet halt gerne mit Sachen umeinander rumfalten und solche Geschichten. Hat aber trotzdem funktioniert. Die Probleme, die andere Leute hatten, dass deren die Packs, um das Cockpit oben reinzudrücken, weggebrochen sind, hatte ich nicht. Das Problem ist aber auch, die Leute haben an den Sollbruchstellen gedrückt. Und das ist immer ein Problem. Das sollte man auf keinen Fall tun. Da ist eine Kante, so sculpting-wise, und da drückt man nicht. Tut mir leid. Und wenn es viel Kraft braucht, dann nimmt man eher die Kante. Hat funktioniert.
Mir ist das an einer anderen Stelle leider weggebrochen, aber beim Dach, das war ein bisschen meine eigene Schuld, aber es fällt nicht auf. Bei Andras auf der anderen Seite ist ein toller Scorch, hat auch viel Spaß gemacht. Diese Fußtransformation aber, Leute, die geht gar nicht. Man musste den Fuß, nachdem man das Bein aufgeklappt hatte, musste man den Fuß da durchdrücken. Und wenn man das nicht richtig gerade hatte, hat es sich angehört, als wenn da alles Mögliche bricht. Ich habe aber Glück gehabt, war okay. Eine weitere Figur, die ich bekommen habe, weg von Transformers, war auch von meiner Freundin zum selben Geburtstag wie mein Venom, war die Alien Queen, auch von Kaiolo. Wirklich schön gearbeitet, ganz toll. Allerdings hatte Kaiolo das wohl ein bisschen übertrieben, das Ganze schnell in die Packung zu tun. Denn als ich die Queen und auch deren Accessoires, also einen Arm, der war ausgebaut, den musste ich rausnehmen. Als ich das gemacht habe, ist mir eine Hand in der Verpackung kleben geblieben. Da war kein Tesafilm oder sowas, aber es ist kleben geblieben und das ist direkt mal gebrochen. Eine andere Hand auch. Das Ding ist, ich habe nicht versucht zu drehen, wo es eigentlich nicht möglich war zu drehen. Man hatte den Arm, man hatte einen kleinen Pack, wo man das am Handgelenk hätte drehen können und ein Swivel an der Hand. Und tja, an dem Pack in dem Arm ist das Ding einfach weggebrochen. Unschön. Steht da oben, sieht immer noch sehr toll aus, aber nicht mehr so beweglich wie vorher. Ja, absolutes Highlight für mich waren die letzten drei, wovon ich euch erzählen werde. Ich muss mal kurz auf mein Referenzbild schauen. Das seht ihr auch unten, dann wisst ihr, worüber ich rede. Waren Takara Tomy Legends God Genrai. Ich habe mir nicht das Paket geholt, aber ich habe mir die einzelnen Super Genrai und God Bomber geholt. Tolle Figuren, einzeln. God Bomber ist sehr wackelig, aber trotzdem schön. Alles toll gearbeitet von dem Sculpting her. God Bomber ist aber sehr wackelig. Man merkt, dass der wirklich nur eine Drohne ist, der sich um Super Genrai rumwickelt. Super Genrai selber funktioniert toll als Figur. Viel ausbalancierter, als ich gedacht hätte. Ich war schwer begeistert, auch die kombinierte Variante. Ich werde mir vielleicht das Perfect Effect Upgrade holen. Weiß ich aber noch nicht. Transformation Staticons waren für mich auch ein absolutes Highlight. Ich habe mir Powertrain schon eine ganze Weile vor der Cons geholt. Die restlichen 4 Jungs, also Revolt, Overturn, Wild Rider und Carnage. Hey, ich habe sie gekriegt. Die habe ich mir alle zusammen auf der Cons geholt von TF Robots Kevin Lamb. Schöne Grüße. Shout out to you, man. Transformation für die einzelnen Dinger absolut toll. Ich habe dafür alle auch ein Review gemacht. Das verlinke ich euch auch unten in meiner Beschreibungsbox. Kombination natürlich etwas wackelig, aber wie ich immer zu sagen pflege, das Engineering ist die Sache. Und wenn man 5 Figuren zusammensetzt, wie sollen die Balance halten? Und ich finde, das hat Transformation bzw. Generation Toy, da Transformation eine Schwestergesellschaft ist, trotzdem super hinbekommen. Ich glaube, ja, neben Generation Toy OPEX, was ich letztens schon sagte, was so ein bisschen meine Figur 2017 ist, ist auf jeden Fall das Highlight daneben. Hot Toys War Machine in Die Cast. Ich freue mich auf den Mark 6, der kommt auch bald. Wird mein Shelf bald vollständig machen und ich werde auch meinen Whiplash fertig machen. Ich habe vor, das Ganze mit beleuchteten Peitschen zu machen. Bisschen schwieriger als gedacht, aber das kriege ich schon fertig. Und was man auch nicht vergessen darf, ich hatte einen kleinen Trip mit meiner Freundin nach Hannover und da gab es dann auch noch bei den ersten Legends, den Marvel Legends Evolution Groot mit dem Baby Groot und dem Dancing Groot und dem ausgewachsenen Groot. War ich schwer begeistert von. Sculpting, toll für so eine Figur, absolut klasse, nichts gegen auszusetzen. Und beim selben Einkauf habe ich noch den WWE Elite 90s Undertaker mitgenommen, die schwarz-lila Variante. Die Krawatte kann man abnehmen, den Mantel kann man ausziehen, der ist ein bisschen sehr stiff, aber es funktioniert trotzdem und das Sculpting war eine sehr tolle Figur, bin ich sehr froh, dass ich die gekriegt habe. Ja, figurenweise war es dann 2017, was kommt 2018? 2018 kommen die Fans Toys, vielleicht weiß es der eine oder andere. Fans Toys Aerial Bots mit deren Superior, der wurde geteased und auch schon die ersten beiden Mitglieder angekündigt. Oder 3? 2 oder 3. Zeta Toys wird deren Aerial Bots und deren Superior fertigstellen. Genauso wie deren Bruticus, der da Armageddon heißt. Superior von Zeta Toys heißt Kronos, falls ihr danach suchen möchtet. Was haben wir noch? Cliffjumper. G1 Masterpiece Cliffjumper kommt von mehreren Firmen. Wir kriegen was von Mastermind Creations in deren Ocular Max Line. Wir kriegen Cliffjumper von X-Transbots. Und wir kriegen Cliffjumper von, war es DX9?
Ich glaube die X9. Wenn ich mich irre, reißt mir nicht den Kopf ab, okay? So, das auch noch. Make Toys hat in der Cross Dimension Line einen Galvatron letztes Jahr auf der TFCon geteased. Das ist auch ein ganz großes Ding. Da komme ich gleich noch zu. Der wird auch, glaube ich, sehr cool. Ich fand den Striker Manus ja genial. Vielleicht lege ich mir den nochmal irgendwann zu. Aber den Galvatron glaube ich schon. Hoffnung so ein bisschen habe ich auf Galvatron. Also natürlich erstmal werde ich mir Galvatron holen. Fans Toys, Sovereign. Es muss, damit ich meinen Target 2006 Shelf endlich fertig kriege. Aber ich hoffe auf einen IDW G1 Galvatron von Generation Toy. Vielleicht kommt da was. Ja, figurenweise muss ich sehen, was ich mache. Ich werde wahrscheinlich eine ganze Menge von da mitnehmen, wovon ich jetzt anfange zu reden. Ganz großes Highlight 2018 wird für mich sein meine Reise nach Chicago. Ich werde die TFCon abchecken und werde eine Menge Leute aus dem Realm of Collectors treffen. What's up, guys? Shout out to you. Hope you had a great time at Duff's birthday. What's up? Ich glaube, das wird mega. Ich werde zum ersten Mal aus Deutschland abhauen. Ich werde eine Menge Leute sehen, mit denen ich immer nur im Hangout gesprochen habe, mit denen ich immer nur im Facebook Messenger rede. Also ich glaube, das wird super. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das wird, glaube ich, eine ganz große Zeit. Ja, was haben wir noch? 2017 hatten wir jede Menge coole Filme. Da brauche ich eigentlich nicht viel zu erzählen. Wir hatten Spider-Man, wir hatten Doctor Strange, wir hatten Alien Covenant. Das waren alles tolle Filme. Mit kleinen Nitpicks bei Alien Covenant hier und da, aber da kann man sich immer noch mal hinsetzen und drüber reden. Kleines Independent-Highlight, was ich cool fand. Slipknots Percussionist Sean Cran hat einen Film gemacht, und zwar eine Comic-Verfilmung zu einem Independent-Comic von, ich glaube, es war Vertigo. Ich glaube. Und zwar Officer Down mit dem Schauspieler, der in Sons of Anarchy Tick Traeger gespielt hat. Ich komme gerade leider nicht auf den Namen. Ich glaube, ihr wisst aber, wen ich meine. Total geil, toller Soundtrack. Ich bin mit dem Soundtrack-Komponisten auch auf Facebook mittlerweile befreundet. Netter Kerl, mit dem lässt sich super sprechen. Carl Sherrod, checkt den mal aus. Total lustig, also ziemlich dunkler Humor. Jedes Mal, wenn, es ist ein untoter Cop, Officer Down, und jedes Mal, wenn der getötet wird, dann wird er mit Hilfe von Kraftübertragung per Telekinese wieder zusammengefleckt. Absolut lustig. Ja, das waren so meine Highlights. Eigentlich muss ich sagen, oh, zusätzlich zu Wonder Woman natürlich, darf man nicht vergessen. Wonder Woman war ein Highlight, was eine Enttäuschung war Justice League. Der hat im Ton tatsächlich nicht zu den anderen Filmen gepasst, und ich hoffe ein bisschen auf die Blu-ray. Aber mehr werde ich dazu nicht sagen, das Internet ist voll davon. Checkt's alleine aus. Ihr könnt das gerne in die Comments klatschen, was ihr dazu denkt. Bin gespannt. 2018 kommt Infinity War. Das große Ding des Marvel Cinematic Universes. Ich glaube, das wird geil. Das wird sehr, sehr cool. Der letzte Trailer war super. Man hat den Hulkbuster 2.0 gesehen. Man hat Cap ohne Stern gesehen. Das wird bestimmt auch interessant, was Hot Toys dazu zu sagen hat. Und ja, Black Panther kommt vor Infinity War. Das wird großes Kino. Es passiert eine Menge 2018. Also ich bin schwer gespannt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich auch ein paar Leute in 2018 treffe, wie zum Beispiel Karl Blower, mit dem ich jetzt im Kontakt bin. Alles gut bei dir? Genauso wie den Comic Toy Hunter. Der ist ja eigentlich nur um die Ecke in Hamburg. Wisst ihr, was ich meine? So, und ja, ich denke, das wird es eigentlich schon gewesen sein für mich. Wobei, eine Sache muss ich tatsächlich noch ansprechen. Spiel, PS4, God of War. Das wird der Oberhammer. Das werde ich ziemlich kaputt feiern, und ich denke, ihr auch. Aber das wird es jetzt tatsächlich gewesen sein von mir. Lasst mir ein Like da, wenn ihr wollt. Lasst mir ein Subscribe da, wenn ihr wollt. Schreibt in die Comments, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Ihr könnt mir sonst auch eine Mail schreiben, wenn ihr Lust habt. figure.photography.crate@web.de. Schreibe ich aber auch nochmal in die Beschreibung unten runter. Genauso wie meine anderen Profile auf Facebook und auf Instagram. Genau dasselbe, @photographycrate bei beiden Seiten. Könnt ihr eigentlich nicht falsch machen. Ist in meinem Profil verlinkt, verlinke ich euch aber auch nochmal in der Beschreibung. Und wenn ich das aufnehme, ist das Sonntag. Ich hoffe, ich kriege es heute noch raus. Ansonsten wird es Montag online gehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.